In diesem Video zeige ich euch, wie ihr diese süße Puppenjeans nähen könnt. Das ist eigentlich gar keine echte Jeans, sondern eine Jeggings, denn die besteht aus Jersey mit Jeansprint. Man kann sicher auch Stretch Jeans dafür nehmen, aber ich finde, also wenn die für Kinder geeignet sein soll zum Spielen für die Puppe, ist Jersey besser geeignet, weil es sich einfach leichter an- und ausziehen lässt. Das Schnittmuster zu der Jeans findet ihr unter diesem Video verlinkt. Das könnt ihr euch ausdrucken, das ist gratis. Und die Jeans passt einer eher schlanken, 45 cm großen Puppe. Und wie immer könnt ihr das Schnittmuster auch einfach ein bisschen kleiner oder größer ausdrucken. Wenn ihr eine kleinere oder größere Puppe habt, dann müsst ihr nur die Nahtzugaben eben anpassen. Die Nahtzugaben sind hier jeweils 0,5 cm und die Saumzugabe ist 1,5 cm. So, und was braucht ihr? Ihr braucht einmal ca. 50 x 50 cm von diesem Jersey mit Jeansprint. Dann braucht ihr ein Nähgarn. Ich nehme hier ein braunes Garn als Kontrast, weil das bei Jeans ja oft mit braunem Garn genäht wird. Genau, dann braucht ihr Stretchnadeln oder Jerseynadeln für die Nähmaschine, also mit runder Spitze, damit ihr euch hier keine Löcher reinmacht. Und natürlich den Schnitt. Und dann empfehle ich euch dieses Style Fix. Das ist so ein doppelseitiges Klebeband extra zum Nähen. Und das ist sehr praktisch zum Aufnähen der Taschen. Man braucht es nicht unbedingt, aber ohne ist es deutlich fummeliger. Von daher kann ich euch das nur empfehlen. Und dann braucht ihr natürlich auch noch eine Stoffschere. Ja, und als erstes schneiden wir jetzt zu. Und dazu lege ich mir meinen Jersey einmal doppelt. Der liegt hier im Bruch. Das ist aber irrelevant, weil wir keine Bruchstelle haben. Das heißt, alle Teile werden ohne Bruch zugeschnitten. Und der Fadenlauf geht jetzt in diese Richtung und dementsprechend lege ich auch meine Teile jetzt hier drauf. Hier ist der Fadenlauf in Rot eingezeichnet, das heißt, der muss auch in diese Richtung zeigen. Und wir brauchen alles doppelt bis auf das Bündchen. Das Bündchen schneide ich dann quer zu. Und jetzt schneide ich mir das einmal alles aus. So, und das Erste, was wir jetzt machen, ist, dass wir uns einmal hier diese Taschenbelege nehmen. Das sind diese Schnittteile hier. Und jetzt versäubere ich hier die Kanten, und zwar einmal diese abgerundete Seite hier. Entweder mit der Kettle- oder Overlockmaschine, wenn ihr so eine habt, oder einfach mit dem Zickzackstich an der Nähmaschine. So sehen die jetzt aus. Die Enden hier vom Overlockgarn habe ich einfach abgeschnitten, weil diese Kanten sowieso später in der Naht vernäht werden. Das heißt, wir brauchen die Fadenenden nicht vernähen. Und jetzt brauchen wir hier unsere Vorderteile. Das sind diese hier, wo hier quasi so eine Einbuchtung ist. Und das sind die Belege dazu. Das heißt, die kommen hier so drunter. Und jetzt wird diese Kante hier einmal nach innen umgeklappt und dann abgesteppt, sodass es aussieht wie eine Tasche, aber es ist keine echte Tasche, weil man nicht reingreifen kann. Also eine Fake-Tasche sozusagen. Und um diese Kante hier sauber umzuklappen, dafür verwende ich jetzt meinen Style Fix. Und zwar klebe ich mir das hier an die Innenseite der Tasche. Und schneide das dann ab. Und jetzt ziehe ich mir die Folie hier ab und klappe die Kante vorsichtig nach innen um. So, das kann man dann so ein bisschen in Form ziehen, dass sich das richtig schön da rumlegt. Und so wird das hier dann gleich da drauf genäht. Und dasselbe mache ich jetzt hier bei der anderen Seite auch nochmal. Ja, und jetzt steppe ich die Vorderteile hier auf den Belegen fest, entlang dieser Rundung mit einer Stichlänge von 3 mm. Ja, jetzt habe ich das hier festgenäht. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Und als nächstes nähen wir uns jetzt einmal die beiden Vorderteile zusammen. Und dazu legen wir die rechts auf rechts und schließen hier die Schrittnaht, also quasi von hier bis hier unten. Das Stück mit einer Nahtzugabe von einem halben Zentimeter. So, und anschließend könnt ihr die Kante hier wieder mit der Overlock oder der Nähmaschine versäubern. So, auch hier könnt ihr die Enden vom Overlockgarn einfach abschneiden. Und als nächstes machen wir jetzt genau dasselbe bei den Rückteilen. Das heißt, auch hier lege ich mir die Stoffe rechts auf rechts. So, und schließe mir einmal diese hintere Schrittnaht. So, die habe ich jetzt auch schon gleich mit versäubert hier. Und jetzt nähen wir das Vorder- und das Rückteil hier entlang der Innenseiten der Beine aneinander. Und dazu falte ich mir einmal mein Vorderteil auf und mein Rückteil auch. Quatsch, so rum. Rechte Seite nach oben und hier die rechte Seite nach unten. Und jetzt stecke ich mir hier einmal den Schritt aufeinander, dass die beiden Nähte genau aufeinander treffen. So,
und schließe mir jetzt einmal hier die innere Beinnaht und versäubere sie dann anschließend wieder. Ja, so schaut es jetzt aus und als nächstes nähen wir uns jetzt die Säume, die Hosensäume, und dazu schlage ich mir das eine Bein hier einmal auseinander und verwende jetzt wieder mein Band hier. Das dient einmal dazu, um das schön sauber hinzukriegen, aber auch verhindert es, dass der Stoff zu stark ausstretcht beim Nähen, weil Jersey ja einfach sehr dehnbar ist und das dann manchmal so ein bisschen ausleiert, wenn man das näht. Und wir wollen natürlich nicht so ausgeleierte Hosensäume haben, deswegen verwende ich hier das Klebeband nochmal, um das ein bisschen zusammenzuhalten. Und zwar klebe ich mir das einmal hier unten entlang der Kante an und schlage dann die Stoffkante bei ca. 7,5 mm nach oben. Und jetzt mache ich das Ganze nochmal. Jetzt klebe ich mir hier nochmal ein Band drauf, wieder entlang der Kante und schlage das Ganze nochmal bei ca. 7,5 mm nach innen um. So, genau dasselbe mache ich jetzt beim zweiten Hosenbein. Ja, und jetzt steppen wir uns die Säume hier einmal ab, und zwar machen wir das im Zickzackstich, damit die elastisch bleiben und man die Puppenfüßchen später auch gut durch das Hosenbein durchbekommt. So, wunderbar, so sehen die Säume jetzt aus. Und jetzt nehmen wir uns hinten die Taschen am Po auf und dazu brauche ich wieder mein Style Fix. Und als erstes klebe ich mir das hier einmal entlang der oberen Kanten der Taschen fest. Hier, wo die Spitze ist, ist unten und hier ist oben. Und da klebe ich mir einmal ein Stückchen quer, löse mir die Folie ab und schlage mir das einmal nach innen um, circa bei 7,5. Genauso bei der zweiten Tasche. Und jetzt steppe ich mir die Kanten hier oben einmal ab, und zwar jetzt wieder mit einem Gradstich mit 3 mm Länge. So, und jetzt klebe ich mir einmal hier entlang der Kanten Klebeband und klappe die dann alle nach innen um und klebe mir das hier auf die Hose. So, genauso bei der anderen Seite. Und jetzt nehme ich mir hier mein Rückteil und ziehe mir hier die ersten 2 Folien ab. Ich mache noch nicht alle, weil sich das sonst so ein bisschen ineinander verklebt. Und jetzt klebe ich das hier, also ihr habt hier jetzt noch eine Nahtzugabe vom halben Zentimeter. Das heißt, ich klebe das hier jetzt so 1 Zentimeter etwa unterhalb der oberen Kante und auch etwa 1 Zentimeter von dieser mittleren Schrittnaht hier entfernt auf meinen Stoff, auf mein Rückteil, und klappe dabei quasi die Kanten mit dem Klebeband nach innen um und klebe mir die hier auf der Hose fest. Und wenn ihr die ersten beiden Kanten festgeklebt habt, dann könnt ihr das Klebeband auf der anderen Seite auch abholen, beziehungsweise das Plastik vom Klebeband. So, jetzt seht ihr, dass ich hier etwa so einen guten Zentimeter Abstand habe zur mittleren Naht und hier nach oben hin auch. Die andere mache ich jetzt genauso, beziehungsweise versuche die in genau dieselbe Position zu kleben. Das Aufkleben ist ziemlich fummelig, aber dafür geht das Festnähen dann gleich super einfach und man bekommt es schön glatt hin. Ja, und jetzt steppe ich die Taschen hier rundherum entlang der Kanten einfach auf dem Rückenteil fest. Ja, so schaut es jetzt aus. Und jetzt schließen wir noch die Seitennähte und dazu lege ich mir die Hose wieder rechts auf rechts und steppe mir jetzt einfach hier die Nähte entlang der Seiten aufeinander und versäubere die anschließend wieder mit der Overlock oder der Nähmaschine. So, und jetzt habe ich den Overlockfaden hier oben wieder abgeschnitten, aber hier unten habe ich den hängen gelassen, weil ich diese Naht hier jetzt nicht mehr weiter bearbeite. Die ist fertig, deswegen können wir den Faden nicht einfach abschneiden, sonst würde der auffribbeln. Und deshalb nehme ich mir mir hier jetzt auf eine Nadel, und zwar einem etwas größeren Nadelohr, damit die Overlockfäden, das sind ja immer 3 oder 4 Stück, da auch alle auf einmal reinpassen. Also ich nehme den hier auf die Nadel und schiebe die Nadel dann hier einfach in meine Naht zurück. So, und ziehe mir den Faden hier rein. Und dann kann ich den abschneiden. Genau dasselbe beim zweiten Hosenbein. Gut, ja, jetzt haben wir nur noch den Hosenbund über zu nähen und den schließen wir uns erstmal. Das heißt, den legen wir uns hier einmal quasi, schlagen den einmal in der Mitte zusammen, sodass die beiden schmalen Kanten genau aufeinander liegen. Und die nähe ich mir jetzt einmal zusammen, wieder mit einer Nahtzugabe vom halben Zentimeter.
So, das brauchen wir nicht versäubern, weil das später innen liegt. Das sieht man dann nicht mehr. Und jetzt, ich hoffe, ihr habt euch diesen Knips übertragen. Ich habe es vergessen. Der ist nämlich auf dem Schnitt eingezeichnet. Das mache ich jetzt nochmal schnell. Das ist nämlich der Knips, der die Mitte markiert. Und jetzt krempeln wir uns das hier so einmal um, dass es in der Mitte gefaltet ist und die offenen Kanten aufeinander liegen. Und zwar links auf links. Also jetzt ist unsere Jeansseite außen. Und jetzt nehme ich mir hier meine Hose und stecke mir diese Naht genau auf die Seitennaht meiner Hose, und zwar so, dass alle offenen Kanten aufeinander liegen und dass der Bund quasi auf der rechten Seite der Jeans liegt. Und die Mitte des Bündchens, da wo ich mir das jetzt markiert habe, die stecke ich jetzt genau gegenüber an der anderen Seitennaht fest. So, jetzt liegt der Bund innen mit der Kante nach oben. Und jetzt nähe ich das hier einmal rundherum aufeinander fest. Und zwar mache ich das im Zickzackstich, damit der Bund oben schön elastisch bleibt. Und ziehe das dann beim Nähen so ein bisschen auseinander, weil das Bündchen ist ein bisschen enger als die Hose an sich. Die soll die Hose ja oben sozusagen festhalten. Das heißt, ihr müsst es so ein bisschen stretchen beim Nähen, damit sich die Stoffschichten hier glatt aufeinander liegen und keine Falten entstehen. So, ja, jetzt habe ich das hier aufeinander quasi fixiert und jetzt kettel ich das Ganze nochmal ab, beziehungsweise versäuber die Kante hier nochmal rundherum mit der Overlockmaschine. So, und auch hier vernähe ich jetzt meinen Overlockfaden wieder, indem ich den einmal auf meine Nadel nehme und hier in die Overlocknaht reinziehe. So, und jetzt können wir die Jeans auf rechts wenden. Und jetzt bügele ich mir die noch einmal über. Ja, und jetzt ist unsere Jeanshose auch schon fertig. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, dann lasst gerne einen Like da oder abonniert meinen Kanal. Ich poste immer wieder Videos rund ums Puppenmachen für Puppenkleidung und wie man Puppen selber herstellt. Genau, und vielleicht sehen wir uns dann beim nächsten Video.